Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und dieses Mal geht es um die Frage, bin ich eigentlich noch immun gegen Corona? Ist meine Impfung noch aktiv? Ich habe doch Corona durchgemacht. Habe ich eigentlich noch genügend Immunität? Ich bin gar nicht geimpft. Was ist eigentlich mit meiner Immunität? Und wie sieht es eigentlich sonst in der Welt aus mit denen, die schon geimpft sind? Was sagen die Real-Lifetime-Daten? Und wer kann darauf Antworten geben und uns auch Möglichkeiten zeigen, was man da testen kann? Na, ich glaube, Sie wissen es schon. Frau Prof. Dr. König, meine Gesprächspartnerin aus vergangenen Videos. Und wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie jetzt dran. Frau Professor König, herzlich willkommen in unserer heutigen Visio-Sprechstunde. Hallo, Herr Wichert. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit Ihrer Expertise dafür zu stehen, was so an Fragen in der Praxis immer wieder vorgetragen wird. Es ist ja so, dass momentan gerade die älteren Menschen doch seit längerem auch schon die 3. Impfung bekommen. Auch in Krankenhäusern ist es gegenüber der Corona-Situation erwünscht, dass man sich auch ein 3. Mal impft. Wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die als genesen gelten. Die haben sozusagen ihre Immunität mit dem Wildvirus aufgebaut und sollen ja trotzdem geimpft werden. Und es gibt eine Reihe von Menschen, die haben einfach gar keine Impfung oder wollen auch gar nicht geimpft werden und haben aber trotzdem Fragen, wie es bei denen um die Immunität steht. Es steht im Raum, heute ganz tagesaktuell hat ja der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens gegenüber der Stuttgarter Zeitung, den Nachrichten ja auch berichtet, dass die Krankheitslast bei den 12- bis 17-Jährigen sehr, sehr gering ist und dass es noch nicht einen einzigen Todesfall unter 17 Jahren gegeben hat, der nicht irgendeine schwerwiegende Begleiterkrankung hatte. Also ist also ein bisschen warnt vor dieser politischen Einflussnahme, dass nun diese Kinder unbedingt geimpft werden müssen. Und auf all diese Fragen werden wir am Ende keine abschließende Antwort geben können, aber es gibt Möglichkeiten, etwas zu testen, etwas darzustellen und auch zu interpretieren und vielleicht Entscheidungshilfen zu geben. Und ich freue mich auf Ihre Antworten, denn Sie kennen sich mit diesen Tests ja explizit aus. Kommen ja nun täglich oder rufen ja an und möchten irgendwie wissen, was mit ihrer Immunität los ist. Das sind Sachen, die kann ich überhaupt nicht leisten. Es ist also absolut notwendig, dass auch andere Kollegen Einblick bekommen in das, was eigentlich möglich ist. Und möglich ist eine ganze Menge, viel mehr, als man so in seinem Standard-Hauslabor eigentlich angeboten bekommt. Und um diesen Kollegen einfach mal einen Einblick zu geben in die Möglichkeit dessen, was für den Patienten eigentlich da ist, würde ich mich freuen, wenn Sie so ein bisschen mal den Praxisbereich durchspielen. Patient kommt in die Praxis rein und sagt, Herr Doktor, ich hätte gern, was kann der dem am besten anbieten? Ja, Herr Wichert, dann möchte ich natürlich erstmal wissen, was ist das für ein Patient? Hat er eine Impfung hinter sich? Also wir reden jetzt von einer Impfung gegenüber SARS-CoV-2. Das heißt, wann war diese Impfung? Oder ist es ein Genesener? Dann wann war seine Infektion? Oder ist es jemand, der wissentlich nicht genesen ist, beziehungsweise den Status nicht kennt, aber auch nicht geimpft ist? Wenn ich also sage, fangen wir mal an, er ist geimpft, dann wollen wir wissen, wann ist er geimpft, wann wurde er geimpft, 2-mal natürlich, gehen wir davon aus. Und dann möchte ich natürlich erstmal wissen, wie sind sein Antikörperstatus? Die meisten haben, aus meiner Sicht muss ich sagen, leider, also das ist aus wissenschaftlicher Sicht, nach der Impfung nicht überprüft, ob sie eine ordentliche Antikörperantwort haben. Gut, bei Jüngeren kann man vielleicht davon ausgehen, dass es funktioniert. Bei Älteren, die ja eigentlich gefährdet sind, ist das gar nicht ganz so sicher. So zeigen jedenfalls die Studien. Na gut, wir wissen es nicht, also würde ich jetzt erstmal sagen, wir schauen nach, wie die Antikörperantwort ist. Ist die hoch genug? Und wenn sie da ist, würde ich ganz gerne wissen, wie viel dieser Antikörperantwort sind neutralisierend. Also das heißt, sie verhindern wirklich das Virus am Eintritt in die Zelle. Aber nun ist es ja so, dass die Zelle, also das Covid-Virus, tritt ja über die Schleimhaut in uns ein. Und der neutralisierende Antikörper, wo kommt denn der zum Einsatz? Gut, der kommt bei der Impfung wirklich erst im Einsatz im Körper, in dem System. Das heißt nicht an den Schleimhäuten. Das ist ja so ein bisschen die Kritik, dass man leider keine IgA-Antwort hat. Das heißt, dass bei der Impfung das Virus nicht daran gehindert wird, in uns einzudringen. Aber wenn es eindringt,
wird es durch die neutralisierenden Antikörper darin gehindert, in Gewebe, in Organe einzudringen, in andere Gewebe und dass man dann eben sozusagen nicht schwer erkrankt. Das ist dann der Punkt. Das bedeutet also, die Impfung an sich erzeugt ja IgA im Blut, aber eben kein sekretorisches Immunglobulin auf der Schleimhaut. Oder bin ich da falsch gewickelt? Also ich lese zwar auch sehr viel, es ist immer möglich, dass ich aber etwas auch überlesen habe. Soweit ich weiß, macht es kein IgA, sondern macht IgM und IgG, also IgA gar nicht. Okay, und wenn man jetzt einen Impfstoff, nur mal sporadisch, um es hier spannend zu halten, hätte, der sozusagen auf der Schleimhaut wirken täte, das ist ja zum Beispiel für Kinder mit Influenza durchaus bekannt. Ich habe in diesem Jahr leider gesehen, nicht verfügbar. Über die internationale Apotheke aus England ist es beziehbar, aber in Deutschland nicht. Würde dann genau das, was wir jetzt hier wollen, sekretorisches Immunglobulin A auf der Schleimhaut, über eine solche Grippeschutzimpfung aufgebaut werden können? Ja, das ist ja das, wo man auch durchaus arbeitet, dass man einen Impfstoff entwickelt oder es genau so konzipiert, dass eben IgA, dann auch lösliches IgA auf den Schleimhäuten aufgebaut wird. Sozusagen, dass das Virus leicht dort verhindert wird oder gehindert wird, daran einzudringen oder sich dort auch zu vermehren und dann natürlich auch auf andere Leute nicht so übertragen werden kann, weil es ja gar keine Chance hat, sich zu vermehren. Okay, aber das wird durch die jetzige Form der Impfung, wie wir es hier mit der Corona-Impfung praktizieren, nicht ermöglicht. Nein, leider nicht. Mhm. Gut, also jetzt ist der Patient da, hat die Fragen beantwortet und die erste Antwort, wenn ich mich richtig erinnere, ist, hat er Antikörper, ja oder nein? Und da ist es so, je näher ich an der Impfung dran bin, umso größer ist die, also sagen wir mal 3 Wochen danach, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Antikörper finde. Und je weiter die Impfung weg ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie nicht mehr finde. Genau so, korrekt. Und der Zeitpunkt, wann die Antikörper nachlassen, das kann bei jedem etwas anders sein. Einige sagen, 6 Monate hält es auf jeden Fall an. Wie gesagt, wir gehen natürlich davon aus, dass es überhaupt richtig ausgebildet wurde. Wir wissen natürlich von eigenen Messungen, dass in der älteren Bevölkerung, und da rede ich so vom Geborenen, also vom Jahrgang 1924, 22, 26, 1932, dass dort also sehr, sehr viele nach ein paar Monaten, wenn sie überhaupt welche hatten, keine Antikörpertitel mehr haben. So, wie lang das anhält, muss man testen. Die Israelis berichten ja, dass sie pro 4 Wochen etwa einen Abfall von 40% im Durchschnitt haben. Das ist sehr viel. Und ich habe auch einige Daten, wo Patienten tatsächlich Spaß dran haben, sich zu protokollieren, die also durchaus Werte von über 1100 3 Wochen nach der Impfung hatten. Und das war im Mai und die jetzt aktuell Werte von 300 und noch was haben, was immer noch Schutz vermittelt, aber wo man eben genauso einen solchen Abfall ziemlich gut auch beschreiben kann. Also auch bei jüngeren Menschen. Ja, auch bei Jüngeren. Ja, ich sage immer, warum soll ein Körper oder ein Immunsystem viele Antikörper machen, wenn es nicht notwendig ist? Ja, das wäre Verschwendung von Energie. Also natürlich fallen die ab, mehr oder weniger schnell, je nachdem nach Impfstoff oder welche Infektion man durchgemacht hat. Aber das ist natürlich, dass es abfällt. Ja, die Sache ist, wie lange will ich Schutz haben und wann ist der Schutz noch da? Also auf jeden Fall muss man monitoren, wo ist der Antikörpertiter, wie hoch ist er und sind es neutralisierende Antikörper? Jetzt haben Sie ja gerade schon am Anfang gesagt, es gibt auch den Unterschied zwischen Antikörper schlechthin und einer neutralisierenden Form. Und Teil Ihrer Antwort ist ja auch, dass wir geimpft haben gegen die Wuhan-Variante und das auch immer noch so tun. Da gibt es ja noch keine Impfstoffanpassungen derer, die im Markt sind. Und wir aber in der Zwischenzeit auch schon Immunantworten auf A, B, Gamma und Delta-Varianten haben. Was hat das für eine Bedeutung bei dem Unterschied Antikörper und neutralisierender Antikörper? Ja, also wir haben geimpft gegen die Wuhan, gegen die Originalvariante und die 3. Auffrischimpfung ist auch noch gegen Wuhan, also nicht angepasst, wie Sie auch sagen. Es gibt Untersuchungen, natürlich versucht man das zu schauen, können die Antikörper, die gegen Wuhan gerichtet sind, auch die anderen Varianten neutralisieren. Das heißt, verhindern, dass diese Variante in unsere Zellen eindringt über den ACE2-Rezeptor. Da gibt es unterschiedliche Daten. Es heißt, dass die neutralisierende Wirkung gegenüber den Varianten abnimmt. Ja, aber es ist immer die Frage, reicht es vielleicht doch noch aus, um wenigstens
den schweren Verlauf zu verhindern. Das scheint so zu sein. Aber man kann das testen. Ja? Wir selbst im Labor werden hoffentlich nächste Woche, wenn die Reagenzien angekommen sind, diese Möglichkeit haben, uns genau festzustellen, ob die neutralisierenden Antikörper gegen die verschiedenen Varianten vorhanden sind. Also, dass man nicht nur spekulieren muss oder überlegen muss von anderen Daten, sondern wirklich weiß, ja, ich habe Antikörper, ich habe neutralisierende Antikörper und die sind zu so und so viel Prozent auch neutralisierend gegen die Delta-Variante zum Beispiel. Wenn aber jetzt der neutralisierende Antikörper kein neutralisierender Antikörper ist, sondern ein korrupter Antikörper, was passiert denn dann? Gut, wir können jetzt leider nicht messen, ob es jetzt korrupte Antikörper sind oder neutralisierende. Wir können aber messen, wie viel dieser Antikörper neutralisierend sind. Und korrupte, ja, ich habe selbst früher mit Respiratorsyncytialvirus gearbeitet, also ein anderes Virus, aber auch ein Atemwegstraktvirus. Und wir haben dort auch diese korrupten Antikörper untersucht, die dort mehr vorkommen als die neutralisierenden beim Respiratorsyncytialvirus. Hier bei SARS-CoV-2, soweit ich die Literatur weiß, ist man hauptsächlich dort die neutralisierende analysieren kann. Also es gibt leider im Moment keinen Test, der die korrupten analysieren kann. Wir haben jetzt natürlich, jetzt vereinfacht gesagt, wir haben natürlich zwei Arme des Immunsystems. Eigentlich, wenn wir genauer sind, auch noch mehr. Aber wir haben einmal eben die humorale Antwort, wie sie im Fachbereich heißt. Das waren jetzt unsere Antikörper und natürlich die zelluläre Antwort. Und in den zellulären haben wir unsere T-Zellen zum Beispiel. Die T-Zellen ist natürlich auch wieder eine größere Gruppe, die man unterteilen kann zwischen CD4, CD8-T-Zellen, die sich jetzt auskennen damit, oder aber auch Natural Killer Cells oder zytotoxische T-Zellen als anderer Ausdruck für die CD8-T-Zellen. Also wir haben mehrere Zelltypen, die natürlich eingreifen können. Und diese greifen eigentlich auch schon auf der Schleimhaut ein. Ja? Wir haben gerade gesagt, das Virus kommt auf unseren Atemwegstrakt, vermehrt sich dort. Ja, das tut es auch. Aber wenn wir eine sehr gute T-Zellantwort haben, die wir jetzt gerade noch unterschlagen haben, dann wird das auch schon ziemlich stark verhindert. Ja, dass wir dann also nicht unser Virus vermehren und auch andere nicht beim Husten und Sprechen richtig infizieren können, weil wir eine gute T-Zellantwort haben. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, eigentlich beide Antworten, Arme des Immunsystems zu testen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch geimpft wurde, wie stark ist meine humorale Antwort, also Antikörperantwort, auch neutralisierend? Aber wie gut ist auch meine T-Zellantwort? Das heißt also, können Sie schon gleich, wenn das Virus wieder kommt oder in eine Variante kommt, schon in einem Atemwegstrakt das schon zerstören, schon verhindern. Und die T-Zellen haben natürlich auch einen riesigen Vorteil, ist, sie sind so breit gestreut, dass sie auch Varianten sehr gut erkennen. Ja, also anders als bei der humoralen Antwort bei den Antikörpern haben wir bei der T-Zellantwort das Problem der Varianten nicht. Erzeugt denn die Impfung auch eine gute T-Zellantwort? Tja, dazu habe ich jetzt zu wenig Daten. Wir selbst sehen bei eigenen Untersuchungen, dass die T-Zellantwort teilweise sehr gering ausfällt. Sie ist sicherlich jetzt einmal ganz pauschal gesagt bei Infizierten, also die Genesenen, sehr, sehr viel breiter ausgerichtet. Das liegt aber auch daran, dass natürlich nicht nur das Spike-Protein jetzt verimpft wurde, also bei einer Wildtyp-Infektion, sondern wir auch ganz, ganz viele andere Proteine haben und auch das Spike-Protein in verschiedensten Varianten da ist. Also wir haben das M-Protein, N-Protein, also verschiedene Sachen. Die Antwort ist also erheblich breiter. Da gibt es also wirklich sehr, sehr gute Arbeiten, die genau geguckt haben, gegen welche Epitope oder Teile des Virus sind eigentlich die T-Zellantwort gerichtet. Und da hat man eine sehr, sehr breite Antwort. Wenn wir jetzt zu den saisonalen Coronaviren Kontakt hatten, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt das SARS-CoV-2 schon in der Nase gehabt haben. Wie ist das denn, wenn wir mit dem klassischen Kindergartenrotz Kontakt gehabt haben, in Bezug auf die T-Zellimmunität und die Antwort gegenüber den verschiedenen Varianten zu sehen? Ja. Also die Coronaviren kennen wir ja schon, gibt es ja mehrere, die auch hier zirkulieren, schon jahrelang. Und die Coronaviren, wenn Sie sich mal so anschauen, ist ja das SARS-CoV-2 ist ja nicht vollkommen anders als die anderen Coronaviren. Es ist so, ich jetzt nicht ganz genau festzulegen, also mit über 80% identisch zu den anderen Coronaviren. Und es hat natürlich ein paar andere Teile, also ein bisschen die wirklich spezifisch sind. So.
Jetzt haben wir, wenn wir eine T-Zellantwort gegenüber die saisonalen Coronaviren haben, dann werden also auch Strukturen erkannt, die jetzt auch SARS-CoV-2 spezifisch sind. Also auf jeden Fall, die auf SARS-CoV-2 zutreffen. Ja, die sind ja identisch, die 80%. Dann aber auch welche, die SARS-CoV-2 spezifisch sehen. Das heißt, da gibt es also auch sehr schöne Untersuchungen, die gezeigt haben, dass schon Personen vor SARS-CoV-2, also bevor es offiziell angekommen ist, jetzt eigentlich wunderbare T-Zellantwort haben gegen SARS-CoV-2 spezifisch. Also wir haben eine Kreuzreaktivität. Und die kann man auch testen. Also wir können wirklich sagen, haben wir eine T-Zellantwort, die ganz viele Strukturen des SARS-CoV-2 erkennt, aber auch eventuell auch ganz spezifische Strukturen erkennt. Und diesen Test gibt es ja nicht nur als T-Zellantwort, sondern auch als Antikörperantwort. Ja, genau, das gibt es auch als Antikörperantwort, weil wir da feststellen können, ob man schon mal Antikörper hatte gegenüber saisonalen Viren. Und man weiß, dass die dann natürlich auch kreuzreagieren. Ja, es gibt ihn für Antikörperantwort und für die T-Zellantwort. Wenn jetzt ein Patient eine T-Zellantwort als Test hat, dann sieht das ja aus wie so verschiedene Pöttchen mit Spots, die aufgrund Interferon-Gamma-Freigabe entstehen. Es gibt eine Kontrollgruppe, es gibt die spezifischen Antigengruppen und es gibt eine andere Kontrollgruppe mit Phytohemagglutinin, um zu gucken, wie das T-Zell-Immunsystem generell drauf ist. Wie würden Sie das interpretieren für die Zuschauer? Ja, es gibt zwei verschiedene Gruppen eigentlich an Testen, um eine T-Zellantwort zu analysieren. Das eine ist, sagen wir, dass ich Vollblut nehme und dann dazu mein Antigen nehme oder mein Virus und schaue, wie viel Gamma-Interferon wird gebildet. Das ist also das Zytokin, was relevant ist für die CD4 und CD8 T-Zellen für beide Typen. Es gibt auch eine andere Methode, die verwenden wir. Das heißt, wir messen nicht nur das Interferon-Gamma, was freigesetzt wird an Menge, sondern wir gucken nach, wie viele T-Zellen, also wie viel wir zählen die durch, sind in der Lage, überhaupt Gamma-Interferon zu bilden. Das ist sozusagen ein ELISpot, nennt man den. Der ELISpot ist seit, ja, ich will jetzt sicherlich 20 Jahren, 17 Jahren im Bereich der Mykobakteriendiagnostik wirklich Standard geworden. Wir haben ihn von Anfang an verwendet und wir verwenden bei uns im Labor jetzt durchaus den Testkit von Oxford Immunotec. Wir vertrauen dieser Firma, die sehr viel Erfahrung hat mit Peptiden. Also es ist ja nicht ganz so einfach, die richtigen Sachen zusammenzusuchen. Und wir haben also verschiedene Näpfchen, wo wir Zellen reintun. Das heißt, wir isolieren die Zellen. Näpfchen, da ist einmal nichts drin, also das ist die Kontrollreaktion. Dann haben wir Näpfchen, da sind genau drin Proteine oder Peptide, die nur SARS-CoV-2-spezifisch sind, also die in keinem anderen Coronavirus vorkommen. Dann welche, die auch von SARS-CoV-2 ganz spezifisch sind, aber aus einem N-Protein. Und dann haben wir natürlich Phytohemagglutinin, das ist, ob die T-Zellen überhaupt reagieren können. Also das ist eine Positivkontrolle. Und daran sehen wir dann, wie die Reaktion ist. Und ab einer bestimmten Anzahl von T-Zellen ist es eben positiv. Dieses Testassay können wir natürlich erweitern oder haben wir auch im Angebot mit Peptiden, die eben Kreuzreaktivität zeigen gegenüber SARS-CoV-2. Ja, also die andere Strukturen von SARS-CoV-2 erkennen von saisonalen Coronaviren. Also wir haben ein breites Spektrum diesbezüglich. Und wenn jetzt nur in dem S-Pöttchen was anspringt und nicht in dem N-Töpfchen, dann ist es eine impferzeugte Immunreaktion. Und wenn das N-Töpfchen mit anspringt für das Nukleokapsid, dann war es eine Immunreaktion auf eine durchlebte Erkrankung? Ja, man kann das so vereinfacht durchaus sagen. Also eine Impfung oder jemand, der geimpft wurde, kann nur auf S-Protein reagieren. Also nur im S-Pöttchen kann nur eine Reaktion sein. Es sei denn, er hatte zufälligweise auch eine Infektion durchgemacht, die er nicht mitbekommen hat. Dann hat er eben bei S- und bei N-Pöttchen etwas da. Wir haben, wie gesagt, manchmal nehmen wir auch noch das M-Pöttchen, um noch jetzt mal zu sehen. Jemand, der... Was ist denn M für ein Protein? Matrixprotein. Und wenn jemand eine Infektion, Wildtyp-Infektion durchgemacht hat, dann hat er in der Regel S- und N-Protein beide. Ne? Daran kann man es also schon sehen, ja.
Also kriegt man ja zusammenfassend eine sehr genaue Antwort auf die Fragen, die die Patienten haben. Also habe ich überhaupt Antikörper? Das ist ganz einfach, wenn man gezielt nach SARS-CoV-2 gucken will. Habe ich Antikörper gegen SARS-CoV-2 oder saisonale Antikörper? Ist das mit diesem Testverfahren ebenfalls möglich? Habe ich eine T-Zell-Antwort aufgrund einer Impfung oder Impfung und durchmachte Erkrankung oder gegen saisonale Coronaviren ist das auch möglich. Und ich kann auch sehen, wie ist mein Immunsystem grundsätzlich aufgestellt. Wenn ich das Phythem-Agglutinin-Pöttchen mir angucke, wenn ich da ganz viele Spots sehe, dann ist das Immunsystem grundsätzlich gar nicht so schlecht. Und es müsste, wenn jetzt die Frage steht, würde ich von einer Impfung grundsätzlich profitieren, was würden Sie bei so einer Konstellation erwarten? Also wenn ich jetzt absolut keine Antikörperantwort habe und keine T-Zell-Antwort habe, dann würde ich... Keine spezifische, nur mit dem Phythem-Agglutinin eine gute. Genau. Dann kann natürlich sein, dass ich dann durchaus von der Impfung profitiere, beziehungsweise die T-Zellen antworten ja, auf die Impfung, eine Antwort hervorrufen. Wenn ich mit Phythem-Agglutinin kaum eine Antwort habe, dann könnte ich damit rechnen, dass die Impfung eben auch nicht optimal anschlägt. Wenn ich diese Erkenntnis vergleiche mit der Auswertung des Functional Sensitivity Tests in Bezug auf den Umgang mit Viren oder auch die Reaktion auf eine Virusimpfung jeglicher Art, Grippeschutzimpfung gehört ja letztendlich auch mit dazu. Wie würden Sie das erklären? Also der Functional Sensitivity Test, das ist, also so haben wir den genannt, den haben wir etabliert. Es ist ein basisimmunologisches Wissen dahinter, es ist also nichts Neues. Hier wissen wir, dass ein Peptid von einem Virus präsentiert werden muss, einer T-Zelle. Das ist also eine ganz bestimmte Interaktion und diese spielen wir nach und schauen dann nach, wenn das Peptid präsentiert wird, ob dann die T-Zelle richtig antworten kann. Wie gesagt, das ist ganz klassische Immunologie und ja, wir sehen eben da sehr, sehr gut, ob die Zelle überhaupt sich proliferieren kann. Das heißt, wenn eine T-Zelle wirklich antwortet, dann muss sie ihren Metabolismus verändern. Durch Fachausdruck Immunmetabolismus. Und das können wir genau sehen. Also das ist noch genauer als Phythem-Agglutinin. Das heißt also, wenn der Functional Sensitivity Test schwach ausfällt und die Phythem-Agglutinine noch halbwegs prickelnd sind, dann ist trotzdem eher davon auszugehen, dass der Impferfolg oder der Umgang mit einem Wildvirusinfekt verzögerter stattfindet, eine geringere oder zumindest stark verzögerte Immunantwort nach sich zieht. Und verzögert würde ja auch bedeuten, dass wir mit deutlich mehr sich schon vermehrten Viren zu tun haben und damit sozusagen dann die nachfolgende Schlacht, die da erfolgt, grässlicher wird. Ja, also Phythem-Agglutinin ist ein allgemeiner Stimulus, ja. Und der Functional Sensitivity Test ist wirklich auf Virusinteraktion abgestimmt. So gesehen sagt der Functional Sensitivity Test erheblich mehr aus als der Phythem-Agglutinin-Test. Wenn allerdings der Phythem-Agglutinin-Test schon schlecht ist, dann können Sie davon ausgehen, dass der Functional Sensitivity Test genauso miserabel ist. Okay. Und wenn der aber nun so miserabel ist, dann nehmen wir mal an, jemand würde sich jetzt infizieren. Wie wäre der prognostizierte Verlauf? Gut, das können wir haben im Moment keine Daten, um jetzt genau zu sagen, wie der Verlauf ist. Wir wissen aber aus der Literatur, dass dann sehr wahrscheinlich ist, dass das Immunsystem falsch reagiert und das kann zum Beispiel in einem Zytokinsturm enden oder in einer Falschregulation. Ja, also bevor wir uns jetzt noch weiter verästeln und ins Detail verlieren, haben wir auf jeden Fall wieder mal den wichtigsten aller Punkte erreicht, nämlich die Mitochondrien sind alles. Und ohne die geht hier gar nichts und die Thrombozyten auch nicht. Und das heißt nicht nur, sei gut zu deinen Mitbewohnern, also der Darmflora, sondern vor allen Dingen auch zu deinen Thrombozyten und deinen antioxidativen Kapazitäten. Und dass nichts übersteigert ist, indem wir uns zu stark dem westlichen Lebensstil zuwenden und damit zu viele Danger-Moleküle im Blut haben, die dann auch irgendwelche Nets und Maps und was weiß ich, Tracks auswerfen, die das Ganze wieder hochaktiv machen und dazu führen, dass sie dies und jenes nicht vertragen. Also wir haben es auch ein bisschen selbst in der Hand. Ja, also wenn jetzt der Patient so einen Test möchte,
Zu mir kann er nicht kommen, also jedenfalls nur der eine oder andere, schon gar nicht alle, weil ich kann auch nicht mehr als arbeiten. Das kann jeder Hausarzt machen. Wie kommt er an die richtigen Daten? Gut, das ist verhältnismäßig einfach. Man geht auf unsere Homepage. Dort ist der Anforderungsbogen runterladbar. Und dort steht eigentlich alles, welche Röhrchen man haben muss. Also bitte beachten, also wenn beim T-Zell-Antwort-Test steht Heparin-Blutröhrchen, bitte auch Heparin verwenden und nicht EDTA. Das hat schon seinen Sinn. Und dann steht auch genau da, wie es transportiert werden muss, ob es reicht, in die Post zu stecken, beim Antikörpertest zum Beispiel, oder ob man dafür sorgen muss, dass es doch innerhalb von 48 Stunden bei uns im Labor ist. Da gibt es Möglichkeiten. Entweder hat der Arzt selbst ein Transportsystem, also ein Transporteur, oder er nimmt unseren in Anspruch. Steht auf dem Anforderungsbogen auch drauf. Und sonst eine kurze E-Mail reicht oder ein Telefonanruf. Und diese Daten stehen alle auf dem Anforderungsbogen drauf. Die stehen alle auf dem Anforderungsbogen drauf. So, liebe Zuschauer, ich glaube, das war wieder ein sehr spannendes Thema. Wir haben einen Einblick gewonnen in das, was man untersuchen kann. Da geht eine ganze Menge. Und ich bin überzeugt, dass ganz viele das bisher noch nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert gewesen. Und wir haben ja dank unseres Regisseurs immer die richtigen Einblendungen an der Stelle, den ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen möchte, nämlich Vas Medicus Sascha Rodenbusch. Und bleiben Sie uns gewogen und nächste Woche gibt es wieder was Neues. Schönes Wochenende. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. König. Schönes Wochenende.